Willkommen zu Frequent Traveler TV. Heute wieder mit einer frisch gepressten Sendung für euch. Themen, die wir frisch gepresst haben, sind: Wien hat den meisten Zuwachs innerhalb der Lufthansa Group. Dann Wien hat eine Verbindung dazu bekommen, aber Berlin hat eine Verbindung dafür verloren. Das ist jetzt nicht unbedingt eine Fluggesellschaft, mit der ich fliegen wollte, aber Singapur, naja, nur gut, Scoot halt, ne? Dann ein Leasing-Riese kritisiert die Freunde bei Airbus und Boeing, die sollen endlich mal ordentliche Flugzeuge bauen und sagen, kein neues Flugzeug entwickeln, Ausrufezeichen. Weiter haben wir dann EU-Machtwort und für die Condor ist es nur eine Momentaufnahme. Also Peter Gerber sieht das Machtwort aus der EU eher pragmatisch. Wir haben dann noch Lufthansa Allegris, die Suiten sind nicht buchbar, also diese First-Class-Suiten. Und letztes Thema, Lufthansa Miles & More. Ihr könnt den Senatorstatus, wenn ihr ihn nicht verlängert habt, gegen Tierpoints oder so weiter, käuflich erwerben oder gegen Meilen. Und ich sage euch, für wie viele. Ihr wisst natürlich wie immer an dieser Stelle den Kanal abonnieren, die Glocke anmachen, ein Like dalassen und geht dann direkt los. Und von gestern nochmal, hat irgendwie vergessen, den Link da reinzusetzen, aber ein Kollege hat das für mich übernommen. Danke dafür nochmal, Tim. Und danke nochmal für den Call. Dann geht es jetzt aber auch schon direkt weiter mit den Themen, die wir haben. Und zwar Wien. Wien hat als einzige Fluggesellschaft oder als einziger Lufthansa-Hub, muss man ja sagen, Wien ist ja keine Fluggesellschaft, haben sie ja einen Zuwachs gehabt bei ihren Flügen in Wien. Alle anderen Lufthansa-Hubs sind da eher unter ferner Liefen gelaufen. Und da ist es jetzt so, wenn man den Vor-Corona-Werten sich das Ganze anguckt, ist es so, dass es hier bei Wien ein Knacken auch wirklich ist. Das heißt also, man hat mehr als bei den Vor-Corona-Werten und es ist auch wirklich so, dass dort, was passiert in Wien im Karton. Die Pandemiekrise spielt keine Rolle mehr. Der Flughafen Wien hat also 50.000 Passagiere mehr abgearbeitet als in 2019. Ist also für Dr. Julian Jäger ein super Erfolg. Und mit 31,72 Millionen Passagieren haben wir auch eine neue Bestmarke erreicht und mit einem Frachtaufkommen von 297.945 Tonnen einen historischen Höchstwert erzielt. Das ist ein Plus von 7,4%. Für 2025 möchte man ein leichtes Wachstum haben. Swiss hat ja auch den Wert zwar verfehlt, aber nur knapp, muss man ehrlicherweise sagen. Heißt also, da hat man 31,2 Millionen gehabt, also ist das bis auf 99%, das ist 1%. Aber Frankfurt hat 61,6 Millionen nur abgefertigt und das sind nur 87% vom Vorwärts, schon nur 87. Fehlen also 13% und man rechnet erst viel später damit, dass man das erreicht. Und München hat zwar mit 12,2% am stärksten zugelegt, aber sie sind trotzdem noch 2,8 Millionen Passagiere weg von dem Wert. Also hier gibt es Fragen. Wir haben dann nochmal etwas Lustiges aus der Lufthansa-Welt. Und zwar aus der Lufthansa-Welt, und das Thema baue ich direkt nochmal spontan ein, gibt es ein Thema, was bei Lufthansa doch für viele für Lacher gesorgt hat. Aber die Delta Alpha, Lima Alpha November ist jetzt wieder restauriert. Oder zumindest renoviert, weil fliegen kann sie, glaube ich, nicht wirklich. Die Lufthansa hat halt jeweils eine Super Constellation Superstar sich dort einverleibt. Und das ist ganz genau eine Lockheed L 1649A Superstar. Und die läuft quasi aus der Halle raus und wird rausgezogen. Der Oldtimer wird auch zusammen in Frankfurt in dem Sporsoleum, glaube ich, hat es ja einer genannt von euch, in diesem Lufthansa Center ausgestellt. Das Flugzeug ist halt nicht irgendein Flugzeug, sondern war in den 50er Jahren das Flaggschiff der Lufthansa. Und nur 44 Stück wurden von dieser Version von der Super Conny gebaut, also deshalb auch ganz wichtig. Und die Maschine beförderte zwischen 40 bis 90 Passagiere über den Ozean. Und man hatte ja 2008 bis 2018 versucht, in den USA die Bude fertig zu stellen.
und fit für Rundflüge zu machen, aber das war ein Millionengrab. Da gab es, ja, wir hatten es am Stammtisch besprochen, beziehungsweise in Helsinki haben wir es besprochen. Also wenn ihr zu solchen Events kommt, lernt ihr auch solche Geschichten kennen. Aber die Super Conny oder Superstar wird dafür nicht mehr fliegen. Heißt sie überhaupt Super Conny? Super Constellation? Ihr könnt mich mal aufklären, ist das eine Super Constellation oder eine Superstar? Und was ist der Unterschied? Ich will euch natürlich nur motivieren, den Kanal nicht nur zu abonnieren, sondern auch Glocke anzumachen und natürlich auch zu kommentieren. Das wollte ich, glaube ich, vergessen. Ne? Ja, auf jeden Fall ist es so, die Superstar mit der Registrierung Delta Alpha Lima Alpha November ist halt noch ohne Lufthansa-Lackierung und die wird dann halt wirklich der Blickfang werden in dem Sporsoleum, was neben dem LAC, also im Lufthansa Aviation Center in Frankfurt am Flughafen sein wird. Und der Neubau soll 2026 fertig werden. Das, was man sieht, ist es schon relativ hübsch. Und das ist ja der Geburtstag 100 Jahre Lufthansa nächstes Jahr. Also da gibt es viele, viele Themen. Wo es auch viele Themen gibt, ist von den Flughäfen. Und da ist es so, dass man sagen muss, des einen Gewinn ist des anderen Verlust. Und Berlin verliert die Scoot-Verbindung und Wien bekommt sie dazu. Also auch hier wieder ist es so, dass Scoot, das ist ja eine Tochter der Singapore Airlines, also eine Ultra-Low-Cost, die verlieren halt die Verbindung von Berlin nach Singapur und Scoot nimmt dann ab dem 3. Juni mit der 787-8 mit den 329 Passagieren, das ist ja auch eine krasse Bestuhlung, dreimal wöchentlich den Flughafen Wien mit. Und das ist so, dass es natürlich in Berlin eine Lücke hinterlässt. Und interessant ist es so, dass man das begründet mit, um die Kapazität besser auf die Nachfrage abzustimmen und die Flugzeuge effizient einzusetzen. Die Linie nach Athen an die BER anknüpfte, bleibt über den Sommer weiter im Programm. Also man hat Berlin einfach abgekoppelt. Aletta von Massenbach, das ist die BER-Chefin, hatte zuletzt gewarnt, dass der deutsche Markt angesichts der Gebühren, und das wird wohl der Grund dann sein, unattraktiv geworden ist. Und da ist es natürlich so, wenn man halt sagt, die Leute sind für 178 Euro geflogen plus 200 für Upgrade in die Business, ist natürlich ein geiler Preis, aber ist dann demnächst ab Wien der Fall. Wir haben dann noch mal was Lustiges aus der Welt der Flugzeugbetreiber und da ist es so, es gibt Flugzeugbetreiber, die kein Schwein kennt. Das sind Leasingfirmen und da ist es so, da gibt es eine Firma, die hat 1800 Flugzeuge. Da muss ich einmal kurz husten, sorry dafür. Unglaublich. Es geht nicht weg, aber so ist es. AirCap, die haben 1800 Flugzeuge, 1425 Schmalrumpf, Großraum 301, 87 regional und der Rest sind dann Turboprop, also nicht so viele. Und da ist es so, dass der Kollege Kelly, und das ist der Kollege Kelly ist der Chef von AirCap und der sagt, der Angus Kelly, was wir im Moment beobachten, ist, dass neue Flugzeuge nicht so resistent sind wie ihre Vorgängermodelle und die brauchen wesentlich länger Zeit in einem Wartungshangar als ältere Flugzeuge. Und man hat da wohl als Problem erkannt, dass sie gesagt haben, dass die Flugzeughersteller die Flugzeuge zwar schnell entwickelt haben, aber den Fokus eher auf Effizienz gelegt haben und nicht auf Langlebigkeit. Und genau das ist das Problem. Und wäre die Technologie nicht so, das ist übrigens Zitat, wäre die Technologie nicht ganz so ambitioniert, sondern etwas weniger fehleranfällig, hätten wir nicht den Mangel an Ersatzteilen, der gerade zu Flaschenhälsen in der Zulieferkette führt. Heißt also, dass ein Problem nicht nur das ist, dass die Triebwerke und alles etwas problematisch sind, sondern dass man halt wirklich da bei der Entwicklung halt nicht aufgepasst hat aus seiner Sicht. Und er sagt auch, eigentlich sollte im Jahr 2020 ausgelieferte Flugzeug bis 2028 keinen größeren Wartungsbedarf haben. Das wäre toll. Doch aber schon 2022 oder 2024, welcher bestünde, dann würden Teile gebraucht, die Flugzeugproduktion noch mehr verlangsamen, weil die halt in der Produktion gebraucht werden. Und eine andere Sache ist ja auch interessant, dass man sagt, dass natürlich hier auch Triebwerkshersteller ein Problem sind. Und er ist ja auch zum Beispiel, glaube ich, der größte Leasingkunde für Triebwerkshersteller. Ne? Also auch interessant. Und er sagt, dass unter anderem die Triebwerke von Rolls-Royce betroffen sind, die deutlich wartungsintensiver sind. Und man hat bei Rolls-Royce 1 Milliarde
investiert, um das Problem zu lösen. Ist aber nicht nur Rolls-Royce, sondern auch Pratt & Whitney hat natürlich Probleme mit seinen neuesten Motoren. Und wichtig ist halt wirklich seine Nachricht an die Flugzeughersteller, und ich zitiere: Keiner von euch hat tadellose Arbeit abgeliefert, also löst erstmal die bestehenden Probleme und kommt dann wieder auf mich zu. Das waren seine heiligen Worte. Und da muss ich euch natürlich sagen, hey Freunde der gepflegten Vielfliegerkunst, da habe ich natürlich auch eine Frage des Tages. Sollen Boeing und Airbus wirklich keine neuen Modelle planen? Sollen die erstmal die alten Buden fertig kriegen? Also fertig auf Langlebigkeit. Da wäre ich mal gespannt, was ihr dazu sagt und wie ihr das als Armchair-CEOs seht. Wir haben jetzt ein Machtwort der EU und man wunderte sich ja auch, dass das lange gebraucht hat, weil man ja weiß, dass die EU relativ viel macht, wenn es um EU-Wettbewerb geht. Und da ist es so, dass Condor-Chef Peter Berber das Ganze nur als Momentaufnahme sieht, was die EU gerade gesagt hat. Und zwar ist es so, anderer Rechtsgrund, selbes Ergebnis. Condor darf nach dem Rückschlag vor dem BGH wieder auf breiten Zugang zum Lufthansa-Zubringernetz hoffen, denn man hat ja jetzt immer noch dieses Special Pro-Rate Agreement, also SPA, Special Pro-Rate Agreement. Und da ist es so, dass man natürlich bei Lufthansa sagt, das wollen wir nicht machen, weil wir einfach damit mehr Geld verdienen könnten, wenn wir das anders verkaufen und weil die Preise halt so filthy cheap sind. Das ist jetzt meine Interpretation, meine Worte. Und weiter ist es so, dass man dort bei der EU sagt, ja, die EU-Kommission springt laut einer Mitteilung der Condor natürlich dann helfend zur Seite. Und das Zitat ist: Die EU-Wettbewerbsbehörden gehen davon aus, dass Lufthansa ein Monopol hat und dieses Monopol einer Beobachtung bedarf. Und damit ist so, dass man bei einer Entscheidung hoffend ist aus Brüssel in 4 bis 6 Wochen. Und die EU-Kommission hat halt ein Thema mit der EU-Lufthansa, gerade durch die ITA-Übernahme und so weiter, hat man die Marktmacht im Fokus. Man hat ja auch diese A++ Joint Venture über den Atlantik, dass man sich teilt, wo ja drin sind Fluggesellschaften, wie zum Beispiel die United und so weiter. Und man möchte auch dann sagen, dass man damit sagt, dass es einen anderen Rechtsgrund hat, der zum selben Ergebnis kommt. Brüssel will Lufthansa notfalls wieder in ein SPA mit Condor dann halt zwingen, also in ein Special Pro-Rate Agreement. Und es ist halt auch so, dass man jetzt bei Condor sagt man Folgendes: Jetzt steht es wieder 3:2 für die Condor, aber wir sind immer noch in der ersten Halbzeit. Diese Momentaufnahme will man trotzdem nicht überbewerten. Und wichtig ist auch, dass man mit der Lufthansa weiter im Gespräch ist und eine außergerichtliche Lösung anstrebt. Ja, also wichtig ist das Ganze. Und über ein Interlining kann Condor zwar weiterhin die Lufthansa-Zubringer oder Abbringer auch buchen und dazugeben den Gästen, aber ist natürlich limitiert, das etwa 20% von dem, was man vorher hat. Und was auch wichtig ist, ist natürlich, warum? Weil Lufthansa natürlich auch eine gewisse Marktmacht in Deutschland hat. Seht ihr das auch so? Wie seht ihr das mit der Marktmacht von Lufthansa? Ist das etwas, wo ihr sagt, jo, das ist richtig, die haben eine Marktmacht? Ist aber jetzt keine offizielle Frage des Tages, deshalb keine Angst, ihr braucht da jetzt nicht drauf einzugehen. Denn die zweite Frage des Tages, die kommt nämlich aus dem Bereich Allegris und da kommen wir auch direkt zum zweiten Thema. Und zwar das Thema ist die Lufthansa First Class Suite von Hansens in der Allegris. Und zwar ist es so, dass man die First Class buchen kann ab Januar, aber nur die Sitze am Fenster, nicht diese Mittelsitze. Ein Kollege nennt das ja immer, wenn er mit mir telefoniert und sagt, wir reden darüber, der sagt natürlich, dass er die Dunkelkammer findet er scheiße, kann ich verstehen. Und er sagt jetzt, warum ist das nicht buchbar? Ich denke mal, dass das eher ein Problem ist, dass man das darstellen kann im Buchungssystem und nicht wie Böswillige behaupten, dass man bei Lufthansa sagen möchte, hey, das ist eine Fehlkonstruktion und warum sind die Buchungszahlen für diese Kabine so schlecht? Und ist schon schlimm, dass wenn man überlegt, dass aus 8 First-Class-Sitzen sind jetzt nur noch 2 geworden, wenn man ehrlich ist. Und ein Grund ist vielleicht auch, dass man Service noch anpassen will. Also da gibt es verschiedenste Möglichkeiten, dass man da halt noch guckt, wie man das Ganze ordentlich einbinden möchte.
Und ab Ende März sind sie allerdings buchbar. Also es ist jetzt nichts, wo wir Angst haben müssen, dass die Kabine wegkommt oder dass das ausfällt wegen ist nicht. Also hier könnt ihr beruhigt sein. Deshalb natürlich noch die zweite Frage des Tages. Wie findet ihr die First Class Suiten? Also da von euch eure Antworten. Das letzte Thema, was wir haben, das kam auch irgendwann in einem Gespräch auf und sagte, ja, was passiert denn, wenn ich meinen Senator nicht geschafft habe? Früher konnte man ja den Senator ja kaufen und verlängern gegen Geld. Und Lufthansa ist dieser Tradition beigeblieben oder an der Stange geblieben oder wie auch immer, hat sie weitergeführt. Und da muss ich euch ganz ehrlich sagen, ja, das ist so. Das Thema ist so und was kostet es? 200.000 Punkte oder 2.000 Euro. Also ist es geblieben. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, das war damals schon bekloppt, aber heute genauso bekloppt. Damals war es aber auch nur ein Jahr und jetzt ist es auch nur ein Jahr. Der einzige Unterschied ist, dass man 2 E-Voucher bekommt. Also das heißt, man hat schon wieder mehr Value fürs Cash. Das ist schon richtig so. Wichtig ist auch, dass man natürlich da sehen muss, dass man natürlich den Status so haben möchte, dass man dort, ich denke mal, damit die Vorteile dann wieder haben kann. Und die 2.000, wenn man die E-Voucher reinrechnet, sind dann fast nicht mehr ganz so schlimm. Aber interessant ist es, und wenn man sich das anguckt, ist es so, dass man natürlich dort das Ganze nutzen kann, gerade wenn man die Senator-Kreditkarte hat, die ja kostenlos ist und solche Sachen mit Vorteilen. Wie es mit der Deutschen Bank ist, weiß ich nicht. Aber die Frage ist, sollte man das wirklich verlängern oder nicht? Es ist mit den 2 Vouchern ist das schon ein gutes Offer. Also das heißt, man kann das machen. Ihr könnt auch die Semi-Frage beantworten, ob man das machen sollte. Ich würde es empfehlen. Und dann natürlich ist es so, dass man jetzt sagen muss, dass es halt so ist, dass es natürlich auch an das Reiseprofil gekoppelt ist. Und die 2 E-Voucher sind so irgendwie bummelig, ja, was ist es, 800.000. Heißt also, dass man damit dann immer noch dann 1.200, wenn man das so rechnen will, den Senator sich für 100 kauft, dann wisst ihr, was ihr in der Lounge abessen müsst, ob sich das lohnt im Vergleich zum Flughafenrestaurant und ob ihr das auch fliegt. Ihr könnt ja antworten, ob das was ist, was Sinn macht oder nicht, oder ob ihr sagt nein oder nicht. Also insofern ist es hier interessant für den einen oder anderen, der halt einen Leittarif fliegt oder sowas und das dann quasi als Option nochmal in der Hinterhand hat. Wir kommen zum Ende der heutigen Sendung. Und am Ende ist es so, dass ich natürlich die Fragen des Tages nochmal wiederhole, nachdem ich euch natürlich aufgefordert habe, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen. Und ich freue mich auf eure Kommentare, Kanalmitgliedschaft. Schaut euch auch den neuen Kanal an. Ich werde jetzt auch diesmal den Link direkt für den neuen Kanal unten hin kopieren. Gut, damit haben wir das alles getan, alles gemacht und ich freue mich auf euch. Bis morgen in alter Frische und jetzt bin ich hier wieder raus und tschüss.